Ja, und heute habe ich ein ganz leckeres Gericht für euch. Ein Gericht aus meinem neuen Buch, wo ich gerade am Arbeiten bin. GLP-1, Ernährung. Und, schau mal, das sieht doch richtig lecker aus. Und das machen wir jetzt. Schau, sieht das nicht richtig lecker aus? Leckeres Hähnchenbrustfleisch, Gemüse und ein Dip dazu. Ja, angefangen habe ich jetzt meine Gemüse klein geschnitten. Da hatte ich jetzt hier erstmal eine Süßkartoffel, die ich in Stückchen geschnitten hatte. Und dann habe ich sie in so gleichmäßige Spalt geschnitten, wie du jetzt hier siehst gleich. Das alles kam erstmal in eine Schüssel. Dann ging es mit der Zucchini weiter. Dann die Zucchini habe ich auch in so eine Spalt geschnitten. Also lang wie so eine Art Pommes fast, kann man sagen. Das kommt jetzt auch in die Schüssel rein. Dann habe ich hier noch eine Paprika gehabt. Die Paprika habe ich jetzt auch klein geschnitten. Also du kannst einfach Gemüse nach deiner Art nehmen, was du am liebsten möchtest dazu. Aber ich zeige dir mal jetzt hier das in dieser Variante. Ja, dann habe ich hier noch eine Karotte, die ebenfalls einmal kurz geschält wurde. Ja, die Karotte habe ich jetzt auch in so eine Schnitzel. Hier habe ich noch eine richtig schöne große Tomate. Dann nehme ich noch eine halbe dazu. So, die Schüssel ist schon richtig voll. Auch noch Zucchini, noch etwas. Also ich passe das immer etwas nach Gefühl gerade so an. Das war eine richtig schön volle Schüssel geworden. So dass ich es nachher sogar umpacken musste, das hat halt gar nicht mehr ganz gelangt. So, hier habe ich jetzt noch 300 Gramm Hähnchenbrustfilet. Hier das Ganze würzig jetzt. Das ist mein Spargelsalz. Noch ein bisschen Chilisalz dazu. Und ein bisschen Curry. Jetzt arbeite ich jetzt mal kurz durch. Jetzt habe ich etwas von meinem Öl, mein Olivenöl. Und dann stelle ich das Ganze jetzt noch ein. Das Fleisch ist fertig. Ich habe jetzt den Rost unten drunter, meine Grillmatte unten drüber. Manche machen es jetzt auch direkt in der Heißluftfritteuse schon unten drin. Ich mache es immer noch so. Und jetzt kommt das jetzt hier in die Heißluftfritteuse so rein. Drinnen verteile ich das jetzt. So, das Gemüse habe ich jetzt in eine größere Schüssel rein, damit ich besser würzen kann. Jetzt habe ich jetzt hier mein Gemüsewürzmischung. Da kann ruhig richtig kräftig drüber. Dann habe ich hier vom Hensler so von seinem Gewürzsalz noch etwas. Ja, das arbeite ich jetzt erstmal gut durch, wenn alles gut gewürzt ist. Und jetzt kommt von den Öl nach oben drüber. So. Jetzt kommt mein Gemüse hier an der Seite. So kommt es jetzt in die Heißluftfritteuse. So habe ich jetzt hier oben in der Heißluftfritteuse drin. 180 Grad. Das Ganze für eine Viertelstunde. So, in der Zwischenzeit nehme ich jetzt hier 2 Esslöffel Skyer. Dann etwas Zitronensaft. Und noch ein paar Gewürze dazu. Ich nehme schätze ich mal dazu. Und ruhig von den Gemüse alleine mal dazu. Der Schnittlauch, Petersilie, wenn du da hast, passt super dazu. So, schau. Hähnchenbrustfleisch. So, dann werde ich auch mal das Ganze verköstigen. Oh, schmeckt mir klasse. Ja, also ich kannte es ja schon, wie klasse das schmeckt, aber ich habe diesmal noch etwas Curry oben drüber. Mit dem Curry, das müsst ihr mal probieren. Das schmeckt fast noch besser, hätte ich gesagt. Aber die Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Manche mag Curry, manche mag kein Curry. Ein bisschen Curry noch dazu, den Dip dazu, Gemüse. Also du hast wunderbar ein ganz schnelles, einfaches Essen fertig
Zubereiten der Heißluftfritteuse. Ja, schreib mir doch mal gerne einen Kommentar dazu, wie du die Gerichte jetzt hier findest, ob du noch andere Rezepte wünschst, was dir von dem Ganzen jetzt gefällt. Und Kommentar, Like, Abo, das freut mich. Ja, und damit kannst du mich und meinen Kanal hier etwas unterstützen. Das wäre ganz, ganz toll. Ich danke dir. Ja, bevor wir jetzt zum nächsten leckeren Rezept kommen, ganz kurzer Blick jetzt hier mal. So ist das Buch entsprechend aufgebaut. Jetzt gehen wir auch gerade mal rüber zu dem Rezept. Also hier hast du dann nachher auch Vorbereitungen, was du wie am besten kombinierst zusammen. Dann die Sattmacherbausteine, die Proteine, was du alles entsprechend dazu nachher brauchst. Die gesunden Fette, Kohlenhydrate. Ja, und hier sind wir jetzt bei dem Gericht angekommen, was wir heute zubereitet haben. Hähnchen-Gemüsewurst. Hähnchenbrust, Zucchini, Paprika, das haben wir alles gemacht. Hähnchenbrust klein geschnitten, also hier alles genau beschrieben. Hier unten sind noch ein paar Variationstipps dazu, wie du das leicht verändern kannst. Einfach übersichtlich aufgebaut. So, und jetzt machen wir dieses knackige Gemüse mit diesen Bratwürstchen ganz einfach und schnell. So, 500 Gramm Champignons, klein geschnitten, kommen jetzt hier rein. Paprika, so, Paprika noch dazu, auch nicht zu klein geschnitten. Dann noch eine grüne Paprika dazu. So, das alles kommt jetzt hier in den Korb der Heißluftfritteuse rein. Jetzt kommen meine Gewürze oben drüber. Dann nehme ich jetzt hier von dem Wokgewürz mal durcharbeiten. Jetzt habe ich von meinem Olivenöl hier. Hier habe ich jetzt von meinen extra würzigen Bratwürstchen. Ja, hier oben habe ich jetzt mein Gemüse drin. Da kommen meine Bratwürstchen noch oben drüber. 180 Grad. Das Ganze für 15 Minuten. So, schau, so sieht das jetzt fertig aus. Ich habe es zwischendrin einmal umgerührt. Das ist richtig schöne, knusprige Wurst. Die Pilze sind auch noch richtig schön, sind nicht verkocht. Paprika hat auch noch Biss. Also so liebe ich das. Wenn du das noch anders haben möchtest, kannst du es einfach noch länger lassen. Wenn du das Gemüse weicher haben möchtest, das kann jeder anpassen, wie er es möchte. Champignons haben noch Biss, Paprika, knusprig. Und hier noch Bratwurst. Ja, und heute habe ich die richtig beliebte Big Mac Rolle vor. Die wurde in meiner Facebook-Gruppe gewünscht. Als erstes habe ich jetzt hier mal 250 Gramm Quark. Dann habe ich 100 Gramm Reibekäse. Und dazu kommen jetzt 3 Eier rein. So, und das Ganze muss ich jetzt gut verrühren. Hä? Nee, mit der Kamera. Oh, Kamera, wir haben uns unterhalten. So, und hier habe ich eine Auflaufform, wo das Ganze jetzt reinkommt. Wir machen ein ganz klein bisschen Öl unten rein. Ja, damit streiche ich die Form jetzt ein klein bisschen aus. Ich möchte ja die Rolle dann nachher gut rausbekommen. So, jetzt habe ich das mal umgefüllt. Einmal zeigt mir das da an, dass es 300 Gramm sind, also könnte ich bis zur Hälfte im Prinzip jetzt rausnehmen. Oder da sehe ich das genau 500 Gramm, kann ich bis auf 250, kann ich jetzt die Hälfte da rausnehmen. Ja, das dürfte die Hälfte sein. Und das kommt jetzt in die Heißluftfritteuse. 170 Grad, 5 Minuten habe ich mal eingestellt. So, jetzt habe ich hier die Zutaten für meinen Salat, was da als Füllung reinkommen soll, und die schneide ich jetzt entsprechend klein. Ja, die Pfanne schwitzt auch zwischendrin rein, also ich will auch noch Hackfleisch dazu braten. So, und der Salat ist soweit vorbereitet. So sieht die erste Rolle jetzt aus. Also ich hatte es schon mal gemacht. Da hat mir das besser geholfen. Ist bald etwas dick geworden. Und da habe ich 180 Grad 5 Minuten. Weil das ist zu dick geworden. Also hier habe ich jetzt noch gut die Hälfte noch mal drin. Also würde ich jetzt aus dieser Masse im Prinzip 4 Stück bekommen. So, den klein geschnittenen Salat, den würze ich jetzt hier entsprechend noch. Also etwas Öl noch mit reingekommen. Aber das kannst du ja von der Salatfüllung machen, ganz so wie du möchtest. Weil ich habe auch noch Hackfleisch angebraten. Und das gewürzte Hackfleisch, das angebratene, dann auch noch dazu getan zu dem Salat. Also in dieser Rolle, wenn ich die gefüllt habe. So, jetzt gebe ich noch etwas von dem Hackfleisch drüber, das ich in der Pfanne
kräftig angebraten hatte. Das hatte ich ja mit Salz und Pfeffer und klein geschnittenen Zwiebelchen drinne in der Pfanne ja grob fest angebraten und das kommt jetzt noch mit oben drüber. So, das ist jetzt die dritte Hälfte. Also die zwei habe ich ja nochmal halbiert, die sind jetzt kleiner. Das habe ich jetzt 180 Grad und 8 Minuten in der Heißluftfritteuse gehabt. Das lasse ich jetzt etwas abkühlen, dann wird das noch ganz heiß. So, das war die erste, das ist die zweite. Also die allererste war ja nicht ganz dicke, aber du siehst, das ist dünner und das lässt sich wunderbar jetzt wickeln, wenn ich das gefüllt habe. Also dünner auspacken. 8 Minuten, 180 Grad. So, die letzten beiden Rollen werden jetzt noch mit dieser Masse gefüllt und dann geht es auch schon los ans Essen. So, fertig sind meine zwei Big Mac Rollen. Die hintere war 81 Grad 8 Minuten und das war nur 5 Minuten. Also bei 8 Minuten kriegst du mehr Farbe. Und das passt auch noch. Dann, wenn du schnell das Fingerfood-Gericht suchst, dann ist das garantiert das Richtige für dich. Ganz einfach, schnell mit dem Frapp zubereitet und das schmeckt sowas von herrlich. So, jetzt geht es weiter mit meinem restlichen Hackfleisch. Da habe ich noch ein paar Zwiebelchen dazu geschnitten. Und hier nebenan habe ich jetzt mein Pesto stehen. Und von diesem Pesto habe ich gerade ein Löffelchen mit darunter getan. Dann habe ich jetzt noch Knoblauchgewürz, was ich noch etwas dazu mache. Also ich würze das noch ein klein bisschen in einer anderen Richtung jetzt nach. Arbeite jetzt mal ganz kurz durch. Jetzt kommt das schon hier auf meiner Tortilla. Auf dem Boden von der Tortilla verteile ich jetzt diese Masse. Aber auch nicht komplett alles, weil ich brauche nicht alles für diese eine Tortilla. So, jetzt geht es schon rüber in die Heißluftfritteuse, den Boden unten rein, mein Gitterchen oben drüber. Und darauf kommt jetzt hier meine Tortilla. Und du wirst doch gleich sehen, warum ich das Gitter da noch dazu getan habe. Ja, ich habe nämlich jetzt hier Reibekäse und den Reibekäse verteile ich richtig großzügig oben drüber. Und dann macht das auch nichts, wenn da an der Seite was runterfällt oder was. Das fällt mir ja nicht auf den Boden, sondern auf mein Gitterchen. Das ist richtig ideal mit diesem Gitter da. Ja, das ist ein ganz normales, einfaches Grillgitter, was du dann nehmen kannst und passend für deine Heißluftfritteuse auf die Größe dann zuschneidest. Ja, so habe ich jetzt überall ganz gut Reibekäse oben drüber. Das kommt jetzt in der Heißluftfritteuse 81 Grad und für 10 Minuten lasse ich es mal. So, in der Zwischenzeit habe ich jetzt mir Tomätchen hier geholt und die Tomaten, die schneide ich so in so einen schmalen Spalt. Ja, hinten das muss auch immer weg. So, siehst du, so habe ich sie jetzt aufgeschnitten. So, meine Tortilla ist fertig. Ich habe es jetzt gleich, du siehst, dadurch, dass sie auf das Gitter ist, kann ich hier wunderbar jetzt runternehmen. Und der Käse, der an der Seite am Gitter ein bisschen festhängt, den kann ich auch jetzt so leicht lösen. Also das ist eine ideale Sache mit dieser Matte da unten drunter. Und deine Heißluftfritteuse bleibt auch super sauber. Also es fällt so gut wie überhaupt nichts mehr dadurch. So, jetzt schneide ich meine Tortilla hier mir in 4 gleichmäßige Teile. Ich versuche es auf jeden Fall gleichmäßig zu bringen und serviere das jetzt auf den Teller. Im nächsten Schritt habe ich jetzt meine Tortilla-Hälften mit meinen Tomätchen da entsprechend so belegt, das Ganze. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Tomatenwürzsalz jetzt hier. Das mache ich noch oben drüber. Da würze ich noch das Ganze ein bisschen die Tomaten noch nach. Ja, und schau, fertig hast du ein wunderschönes kleinen Snack fertig. Und ich zeige dir jetzt auch gleich, wie du den klassisch sogar wie Fingerfood essen kannst. Schau, hier hatte ich das dann einfach dann so zusammengeklappt und habe das dann so auf die Faust genommen und einfach schnell gegessen. Hat richtig lecker geschmeckt, musste man unbedingt nachmachen.